In Deutschland wird über eine neue Waffenhilfe für die Ukraine diskutiert. Es geht ja um die F-16, die das angegriffene Land von anderen Staaten ja erhalten hat. Deutschland besitzt Luftraketen, die auch unter dieses Flugzeug passen. Die Lieferung würde außerdem erhebliche Kosten für den Steuerzahler ersparen. Mehr dazu von Matthias Heinrich. Sie ist auf dem Weg und es gibt kaum ein Entkommen. MOM heißt die Luftrakete, mit der US-Maschinen im Irakkrieg in den 90ern zahlreiche MiGs vom Himmel holten. Die Bundeswehr besitzt etliche dieser Lenkwaffen. Je nach Typ hat sie eine Reichweite von 55 bis 180 Kilometern. SPD-Haushaltspolitiker Schwarz schlägt vor, die Rakete abzugeben. Zumal diese im nächsten Jahr bei der Bundeswehr wegen Ablauf der Einsatzzeit sowieso ausgemustert werden. Deutschland könnte hier helfen und gleichzeitig teure Entsorgungskosten gerade für die MOMs sparen. Also eine Win-Win-Situation, denn die MOM ist durchaus aktuell. Dänemark, Schweden und Norwegen haben gerade neue Modelle in den USA bestellt und die Ukrainer haben nun auch die richtigen Flieger. Es sind die F-16, die verschiedene Staaten dem Land überlassen haben. Diese Jets sind in unserem Himmel und Sie sehen sie heute offiziell. Es ist gut, dass sie angekommen sind und wir sie nutzen können. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht im Detail sagen, welche Missionen unsere ersten F-16 übernehmen werden oder bereits übernommen haben. Ich darf Ihnen das nicht sagen. Laut Wall Street Journal wollen die USA ebenfalls unter anderem diese Raketen als Ausrüstung für die F-16 liefern. Alle Staaten, nicht nur Deutschland, müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Ukraine zu schützen und zu befähigen, sich weiterhin zur Wehr zu setzen, assistiert Marie-Agnes Strack-Zimmermann aus dem Verteidigungsausschuss des EU-Parlaments diese Idee. Ausrangierte Waffen für die Ukraine? Schon einmal hat Deutschland nichtsahnend damit Gutes getan. Der ausrangierte Flugabwehrpanzer Gepard hat sich beim Abschießen von Drohnen bestens bewährt und Deutschland hat dazugelernt. Die Bundeswehr hat den neuen Sky Ranger Flugabwehrpanzer bestellt gegen Drohnen und mit Raketenwerfer gegen Kampfhubschrauber. Wir sind jetzt mit Hans-Lothar Domröse, General AD, verbunden. Ja, ich grüße Sie. Hallo. Guten Tag, Herr Apel. Was sagen Sie denn? Sollte Deutschland diese AMRAAM-Luftraketen liefern? Also würde das militärisch etwas verändern? Ja, selbstverständlich. Es kommt ja in der Kriegführung auch darauf an, den Gegner auf Abstand zu halten. Und das sind Abstandswaffen. Da gibt es ja den schönen amerikanischen Spruch, man soll nicht gegen die Pfeile verteidigen, sondern den Bogen treffen. Und genau das würden diese Raketen ermöglichen. Ja, kurz und knapp, aber Russland würde natürlich entsprechend darauf reagieren. Wie würde diese Reaktion aussehen? Na gut, Russland reagiert ja die gesamte Zeit und jetzt ist Putin durch den Überraschungsangriff der Ukrainer doch ein wenig verzweifelt, wie man hört. Er steigert sich sogar in das Wort Provokation hinein. Ich meine, er provoziert seit über 2 Jahren, genau genommen seit 10 Jahren, seit der Wegnahme der Krim, greift er an. Und wenn die Krim nun, die Ukrainer nun zurück angreifen, ist das keine Provokation, sondern ein Versuch der Entlastung. Denn sie müssen ja was tun, damit im Donbass etwas entlastet wird. Also ich halte das für militärisch vernünftig. Es ist natürlich mit hohem Risiko verbunden. Also deswegen, also da fürchten Sie auch eine weitere Eskalation? Naja, wir haben ja gesehen, dass dieser Nein, rechnen Sie nicht. Nein, Präsident Putin hat ja alle Macht der Welt, jeden Tag den Krieg aufzuhören. Nicht wahr? Also da ist überhaupt keine Eskalation. Die Ukrainer wehren sich. Russland wird scheitern. Russland muss auch scheitern. Der Freiheitswille der Ukrainer ist ja beachtenswert und der muss sich durchsetzen. Und mit diesen modernen Waffen sind sie in der Lage, endlich in das Hinterland treffen, dort, wo die gefährlichen Artillerie, jetzt sehen wir gerade die Bilder, Artilleriegeschütze stehen, die muss er treffen und nicht die einzelnen Geschosse. Das schafft er nie. Also man muss den Flitzebogen treffen oder die Raketenwerfer. Klar, das ist natürlich die militärische Sicht. Vielleicht, dass wir noch mal auf diesen Angriff in Kursk kommen. Können Sie da klar erkennen, was die Ukraine mit diesem Angriff erreichen will? Denn wir haben ja verschiedentlich gehört, dass sie dort länger wohl nicht bleiben können. Das ist richtig, aber Sie haben damit deutlich gemacht, dass Russland verwundbar ist, dass sie sehr schnell taktisch vorgehen können. 15 Kilometer in 2 Tagen. Die Russen kämpfen seit 2 Jahren und kommen immer 4 Kilometer nur voran. Also das ist eine enorme Geschwindigkeit, Drall und Geschwindigkeit. Und damit zeigen sie, wir können das und wir können erheblichen Schaden herbeiführen.
Und man muss deutlich machen, die russischen Militärs dürfen nicht weiterkommen. Nicht? Man wird sie nicht schlagen können, aber sie dürfen nicht weiterkommen. Und dieser Entlastungsangriff kann einiges bringen, kann auch eines Tages zur Begünstigung von Verhandlungen führen, indem man Gebiete austauscht, möglicherweise. Mhm. Also auch wenn das jetzt erfolgreich sozusagen verläuft, Ihrer Meinung nach, aber insgesamt sieht es an der Front ja nicht gut weiterhin aus für die Ukraine, vor allem auch wegen Material- und Personalproblemen. Ja, absolut. Ich glaube, am schlimmsten ist das Personalproblem. In Europa sind 250.000, bis zu 250.000 wehrfähige Menschen. Das ist kein Vorwurf, aber das entspricht 10 Divisionen, also eine erhebliche Zahl. Dort vorne sind im Wesentlichen Zivilisten in Uniform, die verteidigen, und die Profis sozusagen, die können einen Angriff noch gestalten. Die Ukrainer halten gegen eine Übermacht, aber sie brauchen jetzt Waffen und Munition, damit sie diese Übermacht stoppen können. Personal und Munition brauchen sie und Gerät natürlich. Das ist die Einschätzung und die Expertise von Hans-Lothar Domröse. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für das Gespräch.